Moin, liebe Landratten, da sind wir wieder zu Teil 2. Ja, die ersten haben schon die Erdbeer-Emojis ausgepackt. Es war heute, also ich habe es mehrfach gesehen heute auf Instagram, jede Menge Posts, Erdbeermond, und der Mond kommt erst in 500 Jahren wieder so nah der Erde. Ja, und da dachte ich mir kurzerhand, Mensch, Wetter ist gut, Sicht ist gut, keine Wolken. Warum nicht mal einfach so einen kleinen Stream mit dem sogenannten Erdbeermond hinterher schieben? Der wird irgendwo da hinten aufgehen. Wahrscheinlich werden wir ihn eher hier so zu sehen bekommen. Ich hätte ihn natürlich sehr gerne so ein bisschen zwischen den Kränen da hinten gehabt, aber das geht vom Standort her nicht. Ich hätte mich zur Seemannsmission stellen können, dann wäre er quasi im Vorhafen aufgegangen. Aber ihr wisst ja, wie man es macht. Man macht es sowieso irgendwie falsch. Aber gucken wir einfach mal. Ich bin gespannt, wann wir ihn sehen. Also irgendwie so 23:15 Uhr circa müsste das langsam losgehen. Ja, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas vor ist. Wir schauen einfach mal und lassen uns überraschen. Live Mond gucken. Ansonsten ist hier nicht viel los. Die Polizei war eben auch schon da. Ich fühlte mich latent verfolgt. Die haben auch wirklich direkt hier vor meiner Nase das Blaulicht angemacht. Aber dann kam doch noch ein großes Schiff aus dem Kühlbrand raus. Und die One Hamba oder so, irgendwie 330 Meter. Also haben dann doch nicht nach mir gesucht. Ja, schön, dass ihr noch dabei seid zu dieser zweiten Runde. Ich bin ganz gespannt. Ja, Ritsch hängt mir den Mond an die richtige Stelle. Ja, macht das mal. Also wir müssen die Augen aufhalten, wo er denn kommt. Der gute Mond. Ich bin auch echt mal gespannt, wie groß der ist. Ich hoffe, dass ich jetzt auch kamera- und objektivmäßig die richtige Wahl getroffen habe, dass ich das dann auch in halbwegs anständiger Qualität rüberbekomme und auch möglichst nah ranzoomen kann. Nee, Bekai, das ist jetzt kein Teststream. Teststream war vorhin. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja ein Mond-Teststream. Schauen wir mal. Ja, ihr seht, es ist verhältnismäßig ruhig hier im Hafen. Ich kann noch mal einmal hier so rüberschwenken, aber so wirklich viel los ist gerade nicht. Ja, schön. Schade, am Bubendeiufer hätten wir natürlich noch das ein oder andere Schiff gehabt, aber man kann nicht alles haben. Man kann leider nicht alles haben. So, wir haben Ebbe, ablaufendes Wasser, Pegelstand, was zeigt er an? 41 Zentimeter. Vincent, ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, wann der Mond zu sehen sein wird. Also so zwischen 23:15 Uhr und 23:30 Uhr circa. Es gibt ja so Apps, ich benutze da Photopilz. Und da stand halt, dass das so circa 23:15 Uhr 23:30 Uhr losgeht. So ganz genau auf die Minute kann man das leider auch nicht sagen. Ja, schau mal, wo ist das Schiff? Gute Frage. An der Mosel ist er auch noch nicht. Ja. Ja, wie ist denn das? Im Süden von Deutschland müsste er doch eigentlich etwas eher zu sehen sein, oder? Macht sich das so viel bemerkbar? Ich weiß jetzt gar nicht, wie viel. Also ist ja auch so, dass die Sonne deutlich eher untergeht. Also wenn ich mal in Bayern war, ich weiß noch, ich habe damals auch mal Hochzeiten da fotografiert. Da war ich echt immer erschrocken, wie schnell das da dunkel war. Und wenn man dann natürlich noch irgendwo am Berg ist und die Sonne hinterm Berg untergeht, dann hat man natürlich Pech. Wahrscheinlich stehen wir jetzt hier eine halbe Stunde, dann kommen Wolken, dann sehen wir einmal kurz ein bisschen Rand vom Mond
Und dann packen wir wieder ein. Ich bräuchte jetzt einen Mondexperten. Baukeule, ganz herzlichen Dank. Er wünscht auch noch mal eine gute Reise. Und aus Zürich kommen vom Mondspotten Grüße. Speedy, danke, 5 Monate dabei mit dem Sub. Herzlichen Dank. Ja, DaWW meint hinter dem Kran. Also, ach, guck mal, da ist er doch. Da ist er doch. Leute, da geht's, hallo. Mondalarm. Oh, Erdbeermond, volle Attacke. Da ist er. Da ist er, doch zwischen den Krähen. Oh, und da wandert er dann gleich natürlich rüber und dann sehen wir ihn hoffentlich in voller Größe. Also wenn ihr das jetzt nicht geschrieben hättet, hätte ich den nicht gesehen. Hättest du den jetzt so mit dem, also auf der Kamera ja, aber mit dem bloßen Auge ganz schwer zu erkennen. Ja, vielleicht ist die Kamera auch einen Tacken zu hell. Ja, aber so wollte ich das halt zwischen den Krähen. Okay, jetzt wandert er natürlich gleich hinter den Ausleger. Da wird er dann einmal verschwunden sein, aber so. Ne? Wenn ihr den Mond sehen wollt, geht ihr auf YouTube und guckt nach Hamburg Hafen Live. Wenn ihr ihn mit bloßem Auge nicht sehen könnt. Das machen wir vielleicht auch noch. Ja. Ja, aber sieht schon ganz cool aus, ne? Danke, dass ihr mir wieder geholfen habt. Ja, ich habe ja jetzt immer noch hier das kleine Setup, was ich auch mit auf die Reise nehmen will, auf die AIDA. Und mir fehlt ein großer Kontrollmonitor. Also ich habe nur das kleine Kameradisplay. Wird er in Europa nicht Rosenmond genannt, fragt der Koordinator. Du, das kann ich dir gar nicht sagen. Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Das ist eine Orange, keine Erdbeere. Ja, vielleicht muss ich auch gleich noch mal am Weißabgleich arbeiten, damit ich den wirklich rot bekomme statt orange. Kürbismond. Ah, es sieht schon ganz cool aus, oder? Man sieht ihn auch richtig schön ziehen. Wenn er dann da hinter den Krähen hervorkommt, dann hoffe ich, dass wir ihn einmal so in richtig schön voller Größe bekommen. Aber egal was passiert, wir werden sagen können, wir waren dabei. Live und in Farbe. Wir dürfen uns nur nicht bewegen, weil wir hier auf einem Holzfußboden stehen. Und jede Bewegung überträgt sich direkt auf das Objektiv. Walli, das sind jetzt 900 Millimeter. Also ich habe noch ein bisschen Digitalzoom, den könnten wir mal dazu nehmen. Dann nimmt die Qualität ein klein bisschen ab, aber ja, ach, zu nah ist auch nicht gut, ne? Wir wollen auch ein bisschen Umgebung sehen. Genau, Fassia schreibt es, die nächste Konstellation, den Mond so zu sehen, wird es erst 2043 wieder geben. Aber es ist schon echt schön zu sehen, wie der wandert. Das Wombat meint, das ist schon abnehmender Mond. Ich dachte, das wäre Vollmond heute, oder? Ist nicht ganz Vollmond? Ah, okay. Also nicht Erdbeer-Vollmond, sondern nur Erdbeer-fast Vollmond.
Ja, warten wir mal, bis er hinterm Kran hervorkommt. Tom meint, es wäre noch Vollmond. Birgit sagt das auch. Ja, also ich habe nicht nachgeguckt. Ich hatte jetzt nur einige Posts gesehen auf Instagram und als ich dann auf dem Weg zu dem Teststream war, da habe ich mich dann eigentlich entschieden zu sagen, komm, das muss ich mir auf jeden Fall noch angucken. Ich muss ja erst morgen 13 Uhr, zwischen 13 und 14 Uhr habe ich Check-in und da dachte ich mir, kann ja morgen auch bis 9 Uhr pennen. Und so ewig lange wird das ja auch nicht gehen. Also jetzt hier im Bild sieht man ja, wie schnell der wandert. Also es ist schon beeindruckend. Ich habe übrigens einmal Mondaufgang auf dem Meer gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war irgendwo Südamerika. Leute, ich kann euch sagen, das war so abgefahren. Der war so hell, Vollmondaufgang und dann direkt am Horizont über Meer. Oh, da habe ich ein Foto gemacht. Man denkt wirklich, das wäre Sonne. So krass. Ja, ich probiere mal das Bild ein bisschen dunkler zu machen. Das kann sein, dass man dann ein bisschen mehr Struktur vom Mond sieht. Müsst ihr mal sagen, ob das so besser ist oder ob ich es lieber wieder heller machen soll. Ich glaube fast, ist es besser, wenn wir es einen Tacken heller machen, oder? Was meint ihr? So ist gut, meint Kai. Ja, dann kommt etwas mehr Struktur vom Mond zum Vorschein. Schade ist halt, dass man dann nicht mehr so viel von der Umgebung sieht, aber ich glaube, das Interessante sind die Schatten von dem Kran. Ich will mal versuchen, ob ich nebenbei noch ein Foto hinbekomme. Der anderen Kamera. Jetzt müsste da nur jemand über diese Brücke laufen. Das wird cool aussehen. Ja, genau. Andreas, E.T. fehlt jetzt. Ja, das Wombat-Blende schließen, dann wird das Bild dunkel. Ich kann mal gucken, ob ich ein bisschen die Blende zumache. ISO so einen Tacken hoch. So ist es, glaube ich, besser, oder? So ist, glaube ich, noch besser. Ja, jetzt ist leider nichts mehr davor. Genau, jetzt noch ein Flugzeug. Ja, also der geht jetzt, der startet jetzt, der hebt ab. Das heißt, jetzt wird da auch nichts mehr vor sein. Bekai meint, der wäre unscharf. Nee.
Bitte? Der Mann im Mond hat gewunken. Ah, Axel sagt, heute Morgen war Vollmond, 9:43 Uhr. Ja, dann haben wir halt jetzt noch, weiß ich nicht, 99%. Tony, hello again. Thanks for the gifted membership. Und Newman verschenkt auch eine Mitgliedschaft. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Und Walli ist 15 Monate dabei. Schickt auch nochmal Grüße für die Reise. Holgi, 2 Euro. Dankeschön für den roten Montag. Irony schreibt, hoffe die Pizza ist fertig. Komme am letzten Juni-Wochenende in den Holzhafen. Ach ja, unsere Hamburg Hafen Live Pizza. Die haben wir immer noch nicht getestet und verkostet. Das müssen wir machen, wenn ich wieder da bin aus Norwegen. Davide, ganz lieben Dank für 10 Monate. Und Christian schickt auch nochmal 5 Euro für die tollen Bilder. Herzlichen Dank. Ich will noch mal probieren, ein bisschen Digitalzoom drauf zu geben. Ihr müsst mal sagen, wie das so ist von der Qualität. Ob man das ertragen kann. Ihr habt die größeren Displays. Oder ob das zu matschig wird. Geht. Ja, vielleicht, ich mache so ein Mittelding, ne? So ein bisschen. Dann haut er uns auch nicht so schnell ab aus dem Bild. So. Noch ein Foto raushauen hier. Oh, jetzt kommen die Hunde und heulen den Mond an. Frank fragt, ob da ein Filter drüber ist. Nee, das ist so, das ist wirklich so. Also es kann sein, ich muss mal gerade schauen, dass der Weißabgleich ein bisschen korrigiert werden muss. So müsste es jetzt ziemlich echt sein. Also irgendwas kann doch da jetzt bitte mal durchfliegen. Ich will noch mal gucken. Ich glaube, so ist es jetzt dann doch etwas realitätsnäher. Der ist, wenn ich mir das mit dem Auge angucke, nicht ganz so rot wie eben. Weißabgleich passte nicht so hundertprozentig. Hamster möchte einen neuen Fokus. Hamster, danke für 12 Monate. Ich müsste jetzt eigentlich scharf sein, ne? Warte mal, so. Eigentlich müsste das jetzt passen. Ich mache mal den, ich stelle den mal einmal ein, den Fokus, und schalte den mal ab. So, dann dürfte der sich jetzt nicht mehr verstellen. Old Dirty King, hey, liebe Grüße zur Sophia Soraya. Moin, mein Lieber, und danke für 5 verschenkte Mitgliedschaften. Kommt ihr noch vorbei? Seid ihr noch unterwegs mit der Sophia?
Abstand Mond-Erde, 405.549 Kilometer sind das jetzt. Wahnsinn. Wahnsinn. Rebecca, danke für 5 Euro. Ja, der ist flott unterwegs. Beziehungsweise der Mond ist ja gar nicht unterwegs, die Erde dreht sich, oder wie war das? Oh, Kaya und Sophia kommen auch noch. Richtig tolles Bild findet der Gerd. 15 Monate, Dankeschön. Christa, danke für 2 Euro. Mütze möchte wissen, wann ich an der Festung vorbeikomme. Du meinst sicherlich morgen mit der Prima, oder? Ja, das müsstet ihr doch von der Elbcam am besten wissen, wie lange das dauert, von Hamburg bis dorthin, oder? Macht den mal nach unten links, dann kann er ein bisschen wandern. Wir sagen ja immer so rund 1,5 Stunden. Hessenblitz, Dankeschön. Ein 5er-Pack grüner Chat. Danke, danke. Ja, sie möchte die Zeit stoppen, wie lange der Mond von unten links bis oben rechts braucht. Ja, ganz unten rechts rein ist ja auch doof. Da kommen ja dann auch öfter Einblendungen und sowas. Kai, meine Kabine ist Backbord. Hamburg-Spotter schreibt, die Bilder sind das verpasste Schiff vorhin wert. Ja, ich dachte auch. Also es wäre zwar vom Schiffsverkehr echt noch interessant geworden, aber ich sag mal, so wahnsinnig viel Zeit hatte ich jetzt auch nicht. Also ich sag mal, Verkehr ging, eine Viertelstunde hätte ich vielleicht Luft gehabt. So. Mal so ein bisschen Vordergrund mit reinnehmen. So, damit man das auch mal sieht. Ich kann ja gleich wieder reinzoomen. Almut, Dankeschön für 5 Euro. Dirty King meint, es ist ziemlich ruhig momentan. Ja, im Hafen ist allgemein sehr ruhig. Aber Dirty King, vielleicht können wir ja mal eine Tour auf Sophia oder Kaya organisieren. Das wäre doch mal was. Wir müssen mal irgendwie Kontakt austauschen. Timon, den Mond kannst du im Grunde genommen überall sehen, wo du freie Sicht auf den Mond hast. Also das hat jetzt nichts mit Hamburg zu tun, aber hängt natürlich damit zusammen, wo du stehst und was du eventuell davor hast. Ich habe jetzt natürlich hier einen Standort auch gesucht, der so ein bisschen leicht erhöht ist. Wenn du in der Stadt bist, ja, kann sein, dass, also wenn du Glück hast,
bin mir sicher, dass wir morgen auch coole Bilder sehen werden, irgendwie mit dem Michel oder auch mit der Elbphilharmonie davor. Also da wird es auf Instagram bestimmt einiges an coolem Material geben. €5 und nochmal Wünsche für eine gute Reise per PayPal, aber anonym. Danke, danke, danke trotzdem. Ja, wer wird hier um Mitternacht zum Erdbeerwerwolf? 1978. Dankeschön. Es sieht schon toll aus, muss man sagen. Ja, wenn ihr den noch nicht seht, den Mond, dann müsst ihr einfach einen Moment warten. Ich bin jetzt natürlich ein bisschen erhöht und je nachdem, was ihr so vor eurer Nase habt, kann das etwas dauern. Der Mondheuler kommt zurück. Honda sieht in Marburg auch keinen Mond. Die Frage ist, wie lange gucken wir uns das jetzt an? Der hat ja noch ein bisschen Strecke vor sich, oder? Ja, Honda, Bäume erklären es natürlich, wenn du nichts siehst. Da hättest du heute Nachmittag noch mal mit dem Waldmoped dabei gemusst. Ja, der Mond ist auch nur ein Schiff, genau. Kai, wenn ich jetzt warte, bis die AIDA ankommt. Oh, eine Kiezmische. René, danke. Kai, wenn ich so lange warte, dann könnte es sein, dass ich morgen meinen Check-in verpasse. Das wollt ihr doch nicht, oder? Prösterchen. Prost. Och, Mond gucken und Kiezmische. Mehr geht nicht. Gibt es eigentlich Kiezmische auf AIDA? Nee? Man muss ja noch einen Koffer mitnehmen. Reise abgesagt. Da muss ich ja noch einen Koffer mitnehmen. Ja? Ich habe nur so einen scheiß Käsekuchen. Bitte? Ich habe nur so einen scheiß Käsekuchen auf meiner Kamera. Der Anfang war fast am spannendsten, ne? Als er hinter dem Kran war. Jetzt ist er ohne. Jetzt ist er einfach nur und wandert. Ja, also im Moment gucken wir uns das noch an. Macht gerade so viel Spaß mit euch. Haben da nicht ein paar Schleier? Danke und gute Reise, schreibt der Martin. 12 Monate. Sehen, aber auf einmal war da. Ich bin hier in einem Livestream übrigens. Entschuldigung. Soll nicht unhöflich sein, aber man hört das alles. Aber Leute, komm.
geht doch noch ein Bulki raus. Moment, ich muss den Fokus wieder einschalten. So, jetzt müsste es wieder scharf sein. Golden Furious soll das sein. Das Seifenstein Michel raidet einmal rüber mit 20 geilen People. Willkommen an Bord. Und dann gucken wir mal, ob der Mond noch da ist. Eckart, nee, morgen das Auslaufen von der AIDA Prima werde ich nicht von Altona aus streamen. Oh, guck mal, da seht ihr erstmal, wie hell der Mond ist. Ne? Wenn ich jetzt die Kamera nicht verstelle, ist der viel zu hell. Ich werde das nicht von Altona aus streamen, sondern direkt von der AIDA Prima. Ich fahre da morgen mal mit. Also die Farbe passt jetzt oder entspricht jetzt aber ungefähr dem, was man mit dem Auge sieht. Am Anfang war er ein bisschen roter, jetzt ist es relativ normal. Ne? Hat das mit Erdbeben zu tun? Ja, am Anfang war er ein bisschen rot, aber jetzt, ja. Markus ist auch seit 15 Monaten dabei und schreibt: Entfernung Erde, Mond in Toy aneinandergereicht. Bräuchte nur 3288 Mal die Ever Given voll beladen, wenn er sich nicht verrechnet hat. Okay, 3288 Mal alle Container von der Ever Given aneinandergereiht und wir sind beim Mond. Ich sag mal, das ist Wissen, mit dem man beim nächsten Stammtisch glänzen kann. Also ich glaube, das mit der Farbgebung hat ja auch irgendwas mit Reflexionen zu tun. Oder wer kann mir das nochmal erklären? Ich glaube, das ist relativ normal, dass die Farbe, wenn er aufgeht hinter der Erde, ein bisschen intensiver ist, als wenn er dann höher ist. Angelika sagt: Gute Nacht, wir sehen uns morgen auf der Prima. Angelika, gerne. Dann sprich mich mal an. Kackbratze, genau, du bist richtig bei Astro TV. Enano ist jetzt beim Fischmarkt dabei. Herzlich willkommen. Daniel sagt, nee, mit Lichtbrechung durch die Atmosphäre. Ah, okay. Aber kann das sein, kann das trotzdem sein, dass man diese rote Färbung beim Aufgang des Mondes mehr wahrnimmt? Oder rede ich mir das ein? Cool, was ihr alles wisst.
Also, das kommt nur durch die Lichtbrechung des roten Lichts in der Atmosphäre und ist völlig normal, nicht nur beim Erdbeermond. Er heißt ja auch nur Erdbeermond, weil es der Vollmond ist, der Juni-Vollmond. Okay, ach, da haben die Medien wieder auf den Putz gehauen heute. Egal, ich finde es trotzdem schön. Ich finde das trotzdem schön. Ja, ihr Lieben, aber Realität ist auch, da wird sich nicht mehr so wahnsinnig viel dran ändern an dem Bild. Der zieht jetzt einfach so weiter. Und da auch nichts mehr kommt, wo der vorzieht, also da ist jetzt nichts mehr im Weg in nächster Zeit. Deshalb würde ich jetzt so langsam, ja, mal so langsam Schluss machen, denn ich muss ins Bettchen, morgen ausschlafen, Koffer packen, Equipment packen und dann habe ich ein Date mit einem Kussmundschiff, mit dem ich dann morgen nach Norwegen abdackel. Vielleicht habt ihr ja Bock reinzuschauen. Ich werde streamen direkt von Bord. Hoffe, dass wir da ein paar tolle Bilder kriegen. Ich hoffe, dass ich einen tollen Platz bekomme. Vanessa und Florian haben schon gesagt, man muss da irgendwie eine Stunde vorher sein Handtuch auf die Liege legen, damit man dann auch wirklich einen Platz hat. Ui. Hilfe, Hilfe. Da habe ich ein bisschen Angst vor. Ich dachte, auf so einem Schiff ist genug Platz, dass man da beim Auslaufen gucken kann. Naja, ich werde mir das morgen mal angucken und dann so ab, ja, wenn es beim Plan bleibt, planmäßig geht die AIDA 17 Uhr raus. Schauen wir mal, ob es dabei bleibt oder ob es irgendwelche Verschiebungen gibt. Aber geplant ist dann der Stream so circa 16:45, ja, also kurz vorm Auslaufen. Plus, minus, ihr kennt das ja, ne? Ihr kennt ja die ganzen Problemchen mit dem Schiffsverkehr und dass das nicht immer alles so hundertprozentig pünktlich ist. Oh, der Astro-Halltor raidet rüber mit 29 Leuten. Ein Astro-Kanal, die wollen sich natürlich auch noch den Mond angucken. Ja, Mensch, ist schon fast vorbei hier, die Mondgeschichte. Beziehungsweise nicht vorbei, aber der spannende Teil ist vorbei, als er hinter dem Kran aufgegangen ist. Na gut, ihr Lieben, ganz, ganz dickes Dankeschön, dass ihr auch vorhin bei dem Teststream dabei wart. Herzlichen Dank auch für die ganzen Infos im Chat, jetzt auch hier zu dem Mond. Es war wieder sehr, sehr interessant. Vielen Dank, dass ihr uns so wahnsinnig gut wieder unterstützt habt, sowohl auf Twitch als auch auf YouTube. Die ganzen Spendenmitgliedschaften, die Subs und die Bits. Ich kann nur im Namen von ganz Hamburg Hafen Live sagen, ihr seid die Allerbesten. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Ich freue mich schon auf morgen. Fettes Dankeschön auch an unsere Moderatoren, die teilweise fleißig durchgehalten haben, aber einige müssen ja auch morgen arbeiten, sind schon im Bett. Na gut, ihr Lieben, dann sehen wir uns vielleicht morgen. Macht's gut. Ich wünsche euch eine angenehme Nachtruhe. Tschüss, ihr Lieben.